Heute geht es um Chiron im Wassermann oder im 11. Haus. Wenn Chiron in diesem Bereich des Horoskops steht, hat das einen immensen Einfluss auf die Themen Freundschaften, Gleichberechtigung und Gruppendynamiken. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, empfehle ich dir, zuerst mein allgemeines Video zu Chiron anzuschauen. Klicke einfach hier oder unten in der Beschreibung ist es auch verlinkt. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meist aus der Kindheit, und er steht gleichzeitig für eine Begabung in diesem Bereich. Zuallererst nehmen wir Chiron als schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in der Psyche. Bei der Chiron-Wunde im Wassermann oder im 11. Haus geht es um deine Individualität, deine Freundschaften und es geht auch um Freiheit. Man geht bei diesen Themen in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, kommt auch die Begabung nicht zum Vorschein. Daher ist der beste Umgang mit Chiron die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesem Bereich anzuerkennen. Die besondere Empfindsamkeit bleibt immer, aber du lernst im Laufe des Lebens damit umzugehen. Übrigens, wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Also mit Chiron im Wassermann oder im 11. Haus hat man ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Individualität. Tief im Inneren wissen diese Menschen um ihre Einmaligkeit und wollen diese auch gerne zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig haben sie aber Angst davor, genau deswegen von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Man hat große Sehnsucht nach Kontakt mit Gleichgesinnten und gleichzeitig will man auf keinen Fall seine Freiheit und Unabhängigkeit aufgeben. Oft denkt man sehr fortschrittlich, ist fasziniert von der modernen Technologie und neuen Entdeckungen. Diese lösen aber auch ein Unbehagen aus, denn auf einer tiefen Ebene weißt du, dass auch eine Gefahr davon ausgeht. Bei allem Neuen, wie zum Beispiel die modernste Technologie oder künstliche Intelligenz, erkennst du die größeren Zusammenhänge und du verstehst auch, wie diese Dynamik uns ins Verderben stürzen könnte. Es ist ungefähr so: Ein Mensch erkennt, wer er wirklich ist, findet innere Freiheit und seinen ureigenen Weg und erlebt dann, wie dieser ihm in seiner Welt zum Verhängnis wird. Aufgrund solcher Bilder, die im Unbewussten liegen, sind Menschen mit Chiron im Wassermann oder im 11. Haus sehr empfindlich, wenn sie sich in Situationen wiederfinden, in denen es um Veränderungen von sozialen Strukturen, um Errungenschaften in Wissenschaft und Technik und um das Streben nach Gleichberechtigung und nach individueller Freiheit ist. Etwas in dir weiß um die unendlichen Möglichkeiten des menschlichen Geistes und du hast ein Wissen, das weit über das hinausgeht, was auf konkreter Ebene fassbar ist. Dennoch hast du große Angst davor, dieses Wissen zu nutzen und deine Ideen zum Ausdruck zu bringen, denn es genügt ein irritierendes Signal seitens der anderen, um dich zutiefst zu verunsichern. Auch kannst du dich von neuester Technologie und den neuen Errungenschaften bedroht fühlen und es kommen unerklärliche Ängste auf. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Formen der Ausweichung. Entweder reagierst du mit Arroganz und Rebellion, distanzierst dich innerlich von den anderen und fühlst dich dann aber bald einsam und abgespalten. Oder du passt dich den äußeren Geflogenheiten an, bist dann aber trotzdem innerlich rastlos und unzufrieden, da du weißt, dass du einen Teil deines Wesens verleugnest. Wie sollte man nun mit Chiron im Wassermann oder im 11. Haus umgehen? Also, der Entwicklungsweg ist folgendermaßen: Nähere dich behutsam dem inneren Zwiespalt an und setze dich mit den vorhandenen Zweifeln und Ängsten auseinander. Da diese weder erklärbar noch rational begründbar sind, gilt es auszuhalten, dass die inneren Prozesse und Reaktionen kaum jemand verstehen kann. Es ist auch nötig, dass du dich deiner großen inneren Unruhe stellst und lernst, dich vor Überreizung von äußeren Impulsen zu schützen. Mit der Zeit wirst du dann Zugang zu deinem vorhandenen geistigen Reichtum finden und deine Intuition und Kreativität nutzen können. Allerdings wird es im Leben immer wieder Momente von Zweifeln, Ängsten und unerklärlichen Irritationen geben. Ja, und wenn du das dann gelernt hast, kommt deine wunderbare Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar hast du eine untrügliche Intuition, eine Begabung für
abstrakte Zusammenhänge und du erkennst, was bei anderen einmalig und außergewöhnlich ist. Dadurch kannst du andere unterstützen, ihren individuellen Weg zu gehen. Außerdem hast du ein Talent, Netzwerke zu schaffen und Verbindungen zwischen Menschen herzustellen, die eine gemeinsame Idee verfolgen. Du setzt dich für Gleichberechtigung ein und begleitest Veränderungen und Erneuerungen. All dies kannst und solltest du dann auch beruflich einsetzen. Und zwar in allen Berufen im Zusammenhang mit Teamarbeit, Berufe im Umfeld moderner Technologie und Berufe in Grenzbereichen der Wissenschaft. So, Chiron wird im Leben ja immer besonders wichtig, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die allerwichtigste Chiron-Phase ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal stärker aktiviert, damit du nun wirklich heilen kannst und somit auch zu Weisheit gelangst. Natürlich wird man dann nochmal sehr stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen. Sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Wassermann-Energie geben und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Alles Liebe dir. Bis bald.